Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, Brille auf. Mal gucken mal. Das ist jetzt nämlich echt weit mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatten das Buch insgesamt. Ja, gute 100 Seiten haben wir noch vor uns. Aber noch haben wir genug. Ja, das war zu weit. Letzte Sage war mit Radbot. Ob er nur nach Valhalla oder ins Himmelreich kommen soll. Und die heutige erste Sage heißt Egginghard und Emma. Egginghard, Karls des großen Schreiber, der am königlichen Hofe löblich diente, wurde von allen Leuten wert gehalten, aber von Emma, in Klammer immer, der Tochter Karls, innig geliebt. Das arme Mädchen war dem griechischen Kaiser verlobt, den sie doch nicht kannte und noch nie gesehen hatte. Es grauste ihr vor der weiten Reise und dem fremden Hofe, der durch seinen Laster verschrien war, und umso mehr wuchs die heimliche Liebe zwischen Egginghard und ihr, denn auch der arme Schreiber war der Königstochter zugetan. Beide hielten die Furcht zurück, dass der König ihr Geheimnis entdecken möchte. Der Jüngling aber hatte bisher noch keine Gelegenheit gefunden, sich der Jungfrau zu erklären. Als aber am Hofe damit ernst gemacht wurde, die Braut mit königlichem Prompte nach Byzanz zu senden, da fasste er sich ein Herz, schlich nach ihrer Wohnung in später Stunde und erreichte es, dass sie sich am Fenster zeigte und ihn anhörte. Darauf beweinten sie ihr Schicksal, klagten über den harten Sinn des Vaters und beide bedauerten ungleichen Standes zu sein. Er wäre gern ein mächtiger König gewesen, bloß damit er als ein Würdiger um sie werben könne. Sie aber wünschte, ein armes Bürgermädchen zu sein, um ihm die Hand reichen zu können. Unter solchen Gesprächen vergaßen sie alles um sich her und merkten auch nicht, dass es geschneit hatte. Da wurde es Egginghard bange vor dem Rückwege, denn er musste über den Hof, und da mussten ihn die Mannestritte im Schnee verraten. Der Kaiser würde die Sache untersuchen, und eine furchtbare Ahndung könnte die Folge sein. In dieser Angst und Not überlegten die Liebenden, was zu tun wäre. Und die Jungfrau erdachte sich eine kühne Tat. Sie wollte herausgehen, den Egginghard auf sich nehmen und ihn, ehe es Licht wurde, bis zu seiner Herberge tragen, daselbst absetzen und vorsichtig in ihren eigenen Fußspuren wieder zurückkehren. In dieser Nacht hatte nun gerade, durch Gottes Schickung, der Kaiser keinen Schlaf. Er erhob sich bei der frühen Morgendämmerung und schaute von Weitem in den Hof seiner Burg. Da erblickte er seine Tochter unter ihrer schweren Last vorüberwanken und nach abgelegener Bürde schnell zurückspringen. Der Kaiser sah alles genau, wunderte sich und bedauerte seine Tochter. Am nächsten Tage aber wähnte er die Sache gar nicht, gab sich auch Mühe, sie zu vergessen. Inzwischen wurde die Vorbereitungen zur Abreise der Jungfrau mit allem Eifer betrieben. Egginghard musste das alles mit ansehen, ja, er musste dabei mithelfen. Das schnitt ihm ins Herz, so dass er, nachdem er lange bei sich beratschlagt hatte, sich dem Kaisers zu Füßen warf und um seinen Abschied bat. Der Kaiser hörte ihn schweigend an. Endlich versprach er dem Jüngling, ihm bald Bescheid zu sagen. Unterdessen setzte er ein Gericht ein, berief seine ersten und vertrautesten Räte und offenbarte ihnen, dass des Kaisers Ansehen durch einen Liebeshandel seiner Tochter mit seinem Schreiber verletzt worden sei. Er sagte ihnen darauf, was er mit eigenen Augen gesehen habe, und trug ihnen auf, in dieser Sache ein Urteil zu fällen. Die meisten Räte aber waren der Meinung, dass der Kaiser in dieser Angelegenheit selbst entscheiden müsse, und empfahlen ihn, Milde zu üben. Karl, der nun alle Seiten genau geprüft hatte und den Finger der Vorhersehung in dieser Begebenheit wohl erkannte, beschloss, Gnade vor Recht ergehen zu lassen und die beiden zu verheiraten. Alle lobten mit Freude des Kaisers Sanftmut, der den Schreiber vor sich forderte und also anredete: »Schon lange hätte ich deine Dienste besser vergolten. Jetzt will ich dich mit meiner Tochter Emma, die dich getragen hat, vermählen.«
Sogleich befahl er, nach seiner Tochter zu senden, die hoch, errötend und beglückt in Gegenwart des gesamten Hofes den armen Schreiber angetraut wurde. Auch gab er ihr ein reiche Mitgift an Grundstücken, Gold und Silber, und nach dem Königstode schenkte ihn sein Nachfolger Ludwig der Fromme durch eine besondere Urkunde Michelinstadt und Mühlenheim, jetzt Seligenstadt. In der Kirche zu Seligenstadt in Hessen liegen beide begraben. Die mündliche Sage behielt lange dort ihr Andenken. Als Emma einst, entzückt über den Waldfrieden nah an ihrem Besitz ausrief: »Oh, du Wald!«, soll der Name Odenwald entstanden sein. Ein schönes Märchen, schöne Sage. Die Sache jetzt mit den hat mich jetzt persönlich erinnert, als der Egginghardt zu Emma gelaufen ist, hat mich jetzt ein bisschen so, nicht ganz, aber so ein bisschen an Zelda, Ocarina of Time erinnert, als du durch den königlichen Garten durchwandern musst, über den Hof, wo die ganzen Soldaten rumlaufen und dann endlich die Prinzessin Zelda triffst und mit ihr endlich sprechen kannst. Ist natürlich nicht dasselbe, die beiden sind ja nicht miteinander verliebt, glaube ich. Es gibt aber noch, so wie in jeder Sage, eine andere Überlieferung, eine alternative Überlieferung, wenn man so will. Da hat der Karl den Egginghardt und Emma vertrieben. Und also nachdem das rauskam, diese Liebesbeziehung, vertrieben vom Hofe. Und da haben die sich im Wald in einer Hütte versteckt. Und als der Karl irgendwann mal jagen ging, hat er sie wieder entdeckt. Und dann hat er sich wieder mit den beiden vertragen und dann sie heiraten lassen. Es gibt sogar noch eine... wartet mal, ich hatte das, glaube ich... Was ist das? Hier. Ich hatte mir mal was im Weltnetz angeschaut, auf Wikipedia. Für solche Sachen ist Wikipedia mal ganz gut zu gebrauchen. Und zwar gibt es noch eine Fassung darüber, wo der Seligenstadt ihren Namen herbekommen hat. Und zwar, wartet mal kurz, ich schau mal kurz. Genau einmal nachdem Emma gestorben ist, soll der Egginghardt gesagt haben: Selig sei die Stadt, wo du ruhst, an dem Ort, wo sie begraben wurde, und aufgrund dessen wurde das dann halt Seligenstadt genannt. Oder da, wo der Karl die beiden gefunden hat, wo die Hütte stand, soll er wohl gesagt haben: Selig sei die Stadt genannt, da ich meine Tochter Emma wiederfand. Ja, sowas gibt es ja immer wieder halt, ne? Solche Sagen, wie Namen her entstanden sind. Aber ganz schön. Gut, machen wir mal weiter. Der Kaiser und die Schlange. Als Kaiser Karl zu Zürich in dem Hause, genannt Zum Loch, wohnte, ließ er eine Säule mit einer Glocke oben an einem Seil daran errichten, damit es jeder ziehen konnte, der Handhabung des Rechts fordere, so dass so oft der Kaiser den Mittagsmahle sitzte. Eines Tages nun geschah es, dass die Glocke erklang, die hinzugehenden Diener aber niemanden bei dem Seile fanden. Es schellte aber von neuem immer zu. Da befahl der Kaiser nochmals nachzusehen und die Ursache zu ergründen. Da sahen sie nun, dass eine große Schlange sich dem Seile näherte und die Glocke zog. Das hinterbrachten sie dem Kaiser, der alsbald aufstand und dem Tiere so gut wie einen Menschen Recht sprechen wollte. Nachdem der Wurm ehrerbietig von dem Fürsten geneigt, führte er ihn an das Ufer eines Wassers, wo auf seinem Nest auf seinen Eiern eine übergroße Kröte saß. Karl untersuchte und entschied der beiden Tiere Streit dergleichen, dass er der Kröte zum Feuer verdammte und der Schlange Recht gab. Dieses Urteil wurde gesprochen und vollstreckt. Einige Tage darauf kam die Schlange wieder an den Hof, neigte sich, wandte sich auf den Tisch und hob den Deckel von einem daraufstehenden Becher ab. In den Becher legte sie aus ihrem Munde einen kostbaren Edelstein, verneigte sich wiederum und ging weg. An dem Orte,
wo der Schlange Neste gestand, ließ Karl eine Kirche bauen, die nannte man Wasserkirch. Den Stein aber schenkte er aus besonderer Liebe seiner Gemahlin. Dieser Stein hatte die geheime Kraft in sich, dass er den Kaiser beständig zu seinem Gemahl hinzog und dass er, wenn er von ihr abwesend sein musste, heiße Sehnsucht nach ihr empfand. Die Kaiserin kannte die geheime Kraft des Steines. Daher barg sie ihn in ihrer Todesstunde unter ihrer Zunge, denn sie gönnte die Liebe des Kaisers keiner anderen. Die Kaiserin wurde samt dem Steine begraben, aber Karl vermochte sich gar nicht von dem Leichnam zu trennen, so dass er ihn wieder aus der Erde graben ließ und 18 Jahre lang mit sich herführte, wohin er sich auch begab. Inzwischen durchsuchte ein Höfling, dem von der verborgenen Tugend des Steines zu Ohren gekommen war, den Leichnam, und fand endlich den Stein unter der Zunge, nahm ihn weg und steckte ihn zu sich. Von Stund an kehrte sich des Kaisers Liebe ab von seiner toten Gemahlin und wandte sich dem Höfling zu, den er nun mal gar nicht mehr von sich lassen wollte. Aus Überdruss warf einmal der Höfling auf einer Reise nach Köln den Stein in eine heiße Quelle. Seitdem konnte ihn niemand wieder erlangen. Die Neigung des Kaisers zu dem Ritter hörte nun zwar auf, aber jener fühlte sich nun wunderbar hingezogen zu dem Orte, wo der Stein verborgen lag. Und an dieser Stelle gründete er Aachen, seinen nachherigen Lieblingsaufenthalt. Wie die Schlange dann wohl so den Stein so ausgewirkt hat und in den Becher gewirkt. Vorstellen. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Das muss doch irgendeinen Hintergrund haben, einen wahren Kern haben. Hat Karl der Große wirklich seine Gattin nach dem Tod immer noch bei sich herumgeschleppt? Den vermodernden Leichnam? Ich meine, da gibt es ja genug Scherze in der Popkultur bei, ich weiß nicht, bei Rick und Morty gibt es ja so einen Scherz, glaube ich, oder? War es doch mit einer toten Frau, die von Katzen gesteuert wird. Ist doch ein bisschen seltsam. In dem Fall gibt es auch wieder unterschiedliche Vorgänge, was die Sage betrifft. In einer anderen Version ist es kein Edelstein, sondern ein Ring, den er seiner Gattin schenkt. Dann wiederum ist es so, dass sie gar nicht begraben wird. Hier in der Version wurde sie ja begraben und sie wurde wieder ausgegraben. In einer anderen Version wurde sie gar nicht begraben. Er wollte das gar nicht. Sie hatte auch den Ring unter der Zunge. Und dann hat ein Bischof den Ring entdeckt und erst danach sie begraben. Und er empfing dann quasi die volle Zuneigung des Kaisers. Und dann gab es noch eine Version, wo der Ring gar nicht unter der Zunge lag, sondern irgendwo in den Haaren verfilzt war und da drinnen hing und sowas und dann da gefunden wurde. Und mal ist hier in der Version ist der Stein oder der Ring, was auch immer, in die heiße Quelle geworfen worden. In einer anderen Version ist es in einen See geworfen worden, von Aachen, in der Nähe von Aachen, in einen See geworfen. Also das springt immer so ein bisschen hin und her. Aber schon nett, also Recht sprechen für ein Tier. Aber mal ernsthaft, ja. Welche Schlange lässt sich denn von der Kröte unterbuttern? Da wird die Kröte gebissen, einmal durch die Gegend geworfen und dann weg. Oder beziehungsweise, was muss denn das für eine fette Kröte gewesen sein? Naja, gut. Ich weiß nicht, im Tierreich gibt es hier so einiges. Gut. Machen wir weiter. Die nächste Sage heißt Roland. Über die Heldentate Kaiser Karls in Spanien weiß die Sage Folgendes zu berichten. Karl zieht, von einem Engel gemahnt, mit seinem Heere und 12 Fürsten nach Spanien, um die Heiden zu bekämpfen, und unterwirft sich das Reich bis auf Saragossa, wo der Heidenkönig Marsili herrscht. Dieser berät sich in seiner Bedrängnis mit seinen Vasallen, und der kluge Greis Blancanditz machte den Vorschlag, den Kaiser durch scheinbare Unterwerfung und das Anerbieten, die Taufe anzunehmen und Geiselstellung zu besänftigen, dann werde er abziehen und man könne über die Zurückbleibenden herfallen. Der Rat wird angenommen und Blancanditz begibt sich mit der Gesandtschaft und den Geiseln nach
Corderes, welche Stadt Karl eben belagerte. Palmen in den Händen und 10 weiße Maultiere mit Gold beladen bei sich führend, steigen sie von den Berg herab in das Tal. Da erblickten sie überall zahllose kühne Helden unter den flatternden grünen, roten und weißen Fahnen. Die Felder sehen sie ringsum von Waffen schimmern, als wären sie rot-gülden. Näher zu den Hofstaat des Kaisers gelangt, sehen sie hier das Gitter, hinter welchen grimme Löwen und Bären kämpfen, dort die jungen Ritter im Schießen und Springen, im Schwerthieb und Schildschlag fröhliche Spiele üben. Sie hören, jagen und singen und allerorts mancherlei süßes Saitenspiel. Zahme Adler schweben über den Häuptern der Fürsten und der edlen, reich geschmückten Frauen, ihnen Schatten zu gewähren gegen die Sonnenglut. Leichte Falken steigen auf und nieder, aller Welt Wonne war da viel. In ruhiger Majestät saß inmitten aller dieser Herrlichkeit der Kaiser. Seine Augen leuchteten wie der Morgenstern, so dass man ihn von ferne kannte und niemand fragen durfte, wer der Kaiser sei. Niemand war ihm gleich. Mit vollen Augen konnten die Gesandten ihm nicht anschauen. Der leuchtende Glanz seines Antlitzes blendete sie wie die Sonne am Mittag. Den Feinden war er schrecklich, den Armen freundlich, im Volkskrieg siegselig, dem Verbrecher gnädig, Gott ergeben, ein rechter Richter, der die Gesetze alle kannte und sie allem Volke lehrte. Mit dem Schwerte endlich war er Gottes Knecht. Der Kaiser trägt in einer Beratung mit seinen 12 Fürsten diesen das Anerbieten des Heidenkönigs vor. Roland, Olivier, Turpin und Neimes von Bayernlande, den Trug durchschauend, sind dagegen. Ganelion aber, das Haupt des Mainzers Vasallenhaufes, wirft seinem Stiefsohn Roland Blutdurst vor und rät zur Annahme. Es wird beschlossen, an Marseilles eine Botschaft zu senden. Zu dieser erbieten sich Roland und andere, erhalten aber die Einwilligung des Kaisers nicht. Da schlägt Roland seinen Stiefvater Ganelion vor. Dieser erbleichte und verwünschte seinen Stiefsohn, der den Vorschlag nur gemacht habe, um ihn dem gewissen Tode preiszugeben, kann jedoch nicht ausweichen. Karl reichte ihm den Handschuh als Unterpfand der Bevollmächtigung, Ganelion aber lässt ihn, ein böses Vorzeichen, zur Erde fallen. Dann rüstete er sich und 700 seiner Mannen mit köstlicher Pracht und zieht mit dem Blancanditz nach Saragossa. Der listige Blancanditz, dem der Hass Ganelions gegen Roland nicht entgangen ist, weist den Ersteren dahin zu vermögen, Roland zu verraten, ihm samt seiner Genossen dem Schwerte der Mauren zu überliefern. Nachdem Ganelion mit Marseilles sich verständigt, gibt er diesen dem Rat, in der Verstellung gegen Karl fortzufahren, alle seine Forderungen zu erfüllen und, wenn Roland zur Hut von Spanien zurückgelassen werde, diesen zu überfallen und zu erschlagen. Der Verräter erhält reiche Geschenke. Ganelion kehrt zu Karl zurück, wird ehrenvoll empfangen und erteilt dem Rat, Roland mit der Hälfte von Spanien zu belehnen. Dies wird angenommen, den Kaiser bekümmert aber in der nächsten Nacht schwere Träume. Roland geht zu seiner Bestimmung ab und wird von einem unzählbaren feindlichen Heere empfangen. 3-mal wird das Heer der Heiden vernichtet, aber auch die Christenschar schmilzt mehr und mehr zusammen und immer neue Schar lässt der Heidenkönig Marseilles anrücken. Da naht die Vernichtung der Christen im 4. letzten Kampfe. Mit lautem Schall dringen die Heiden auf die Wallstatt. Sie singen ihr Kampflied, ihre Heerhörner erklingen und das Tosen der vielen Tausenden mit ihrem Waffenschall, ihrem wilden Kriegsgesang und Hörnerklang füllt die Ebene weithin bis zu den Bergen. Aber noch einmal stürzt sich das Häuflein der Christenhelden mutig unter die ungeheure Schar. Freudig klopfen die Heldenherzen. Den Helm auf den Schild gestemmt, sprengen sie tief in das grimmige Gewühl und die Heiden lernen, dass der Durandarte und Leclerc Rolands und Oliviers Schwerter noch da sind und dass sie zu früh gesungen haben. Der rechte Herr tut Wunder durch sein Volk. Man sieht die feuersteinfesten Helme wie vom lichten Feuer brennen, gleich als ob vom Himmel Feuer zur Erde käme und der Tag des Gerichts anbreche.
Aber immer neue schwarze Scharen rücken gegenüber an, gleich als wenn die Wälder sich bewegen und alle Blätter lebendig würden. In Haufen fallen die tapferen Schreiter. Ihre Leiber liegen unter den Heiden, aber ihre reine Seele hat Gott zu sich genommen. Den übrigbleibenden redet der Bischof Turpin zu, an die arme Seele zu denken. Von hier komme keiner in die Heimat, es sei ihre allerjüngster Tag. Die Leiber werde der Kaiser an den Heiden rächen. Da endlich greift Roland zu seinem elfenbeinernen Herrhorn Olifant, fasst es mit beiden Händen und bläst so gewaltig, dass der Ton des Hornes den Schall des Heidenschlacht übertönt. Der weit entfernte Kaiser hört den Klang und kehrt um zur Hilfe. Aber inzwischen fallen auch die letzten, Olivier, Turpin und Roland. Der Kaiser nahm Rache an den Heiden, der Verräter Garnelion aber wurde von Pferden zerrissen. Hammer, geil, oder? Sehr geile Sage. Diese Sage hat auch tatsächlich einen geschichtlichen Hintergrund. Und zwar, jetzt muss ich mich mal richtig erinnern, also was die Heiden hier betrifft, es geht hier um den Islam. Ja? Die Sarazenen hatten damals Spanien übernommen und naja, sie hatten ihre Leute aus Afrika. Ne? Also dass ihre Herrenschar hatten sie aus Afrika. Man sagt ja auch hier irgendwo die Schwarzen, das schwarze Heer quasi kommen immer mehr und immer mehr. Und man weiß ja, Afrika hat, was die Population betrifft, sehr viele Menschen. Also die haben sehr viele Leute gehabt. Ja, also dementsprechend konnten die immer mehr schicken und immer mehr schicken und immer mehr schicken. Und ja, so hat dann Karl eben versucht, die Heiden, naja gut, für die Christen sind alles Heiden, egal wo, ob nun nach Norden, wo man Odin anbetet, oder nach unten in den Islam, alles sind Heiden für die Christen. Ja, ich glaube, er hat es dann trotzdem geschafft. Er hat es dann trotzdem geschafft, die alle einzunehmen, kam er hier am Ende auch raus. Und es ist auch so, dass das Horn, ja, das Elfenbeinhorn von Roland, Olifant heißt es, das ist also französisch für Elefant. Ne? Es ist wohl so gewesen, diese Hörner aus Elfenbein, die werden von der Lautstärke her stark überschätzt. Ja, also man kann nicht wirklich sehr laut damit blasen. Ja. Und jetzt hat er es aber dennoch geschafft, den Kaiser aus der Ferne wieder Alarm zu schlagen und den Bescheid zu sagen, hey, kommt her, wir werden angegriffen. Und in einer anderen Sage, also in einer anderen Überlieferung heißt es, dass wohl Roland so enorm fest in das Horn geblasen hat, dass dabei seine Halsschlagader geplatzt ist und das Horn zerberstet. So laut hat er da reingeblasen, damit der Kaiser aus weiter Ferne ihn noch hört. Alter. So, naja, gut. Ja, aber wisst ihr ja, ne? Wenn man wie beim Luftballon aufpusten, irgendwann beginnen dann hier durch die Anstrengung halt eben die Adern hier so, besonders das Blut pumpt ja in den Kopf rein. Ne? Aber nett, Alter, meine Fresse. Ja, und der Roland ist ja generell so es gibt ja diese Roland-Statue, die überall in Deutschland auch steht, so als Wächterstatue. Ne? Das kommt auch von dem hier. Aber gut, das war erstmal das. Machen wir weiter mit der nächsten Sage. Geht weiter mit dem Karl. Karls Regierung. Karl setzte Recht und Gesetz in Frankenlande fest und ließ alle schwören, es zu halten. Zuerst richtete er Kirchen ein, setzte Bischöfe und stiftete ihnen Zehnten und Wohnungen. Für die Bauern verordnete er das Folgende: Schwarz oder grau sollten sie tragen, nichts anderes, einen Spieß daneben, ringslederne Schuhe, 7 Ellen für Hemden und raues Tuch zur Kleidung. 6 Tage sollen sie zur Arbeit, am Sonntag zur Kirche gehen, eine Gerte in der Hand.
Wird ein Schwert bei dem Bauern gefunden, so soll er an den Kirchenzaun gebunden und ihm Haut und Haar abgeschlagen werden. Wird er feindlich angegriffen, so soll er sich mit der Gabel wehren. Adelhard, dem Fürsten von Apullin, ließ er das Haupt abschlagen und Desiderius seine Gnade suchen. Dessen Tochter aber nahm sich Karl zur Frau und führte sie an den Rhein. Die Westfalen ergaben ihm ihr Land, die Friesen bezwang er, aber die Sachsen wollten ihn nicht empfangen als Herrscher. Sie pflegten ihre alten Sitte und fochten mit dem Kaiser, dass er sieglos wurde. Doch hatte Wittekind davon keinen Nutzen, er wurde überlistet. Freilich geschah mancher Streit, ehe die Sachsen unterworfen wurden. Darauf kehrte sich Karl nach Spanien und Navarra, focht 2 Tage und behauptete die Wallstatt. Darauf musste er eine Burg, geheißen Arles, belagern, länger als 7 Jahre, weil ihnen Wein und Wasser unter die Erde zufuhr, bis endlich Karl ihre List gewahrte und die Gänge abschnitt. Da vermochten sie sich nicht länger zu halten, kamen vor das Burgtor und fochten mit festem Mute. Keiner bot dem anderen Frieden, und Christen und Heiden wurden so viel untereinander erschlagen, dass es niemand sagen kann. Doch überwand Karl mit Gott und ließ die Christen in wohlgezierten Särgen bestatten. Hierauf nahm er die Burg Gerundo (Girona) ein, die zwang er durch Hunger. Aber in Galacia tat ihm der Heidenkönig großes Leid. Die Christen wurden alle erschlagen, Karl selbst entrannt mit genauer Not. Noch heute ist der Stein nass, auf dem heiß weinend der König saß und klagte: Gnade, o Gott, meine Seele, und scheide meinen Leib von dieser Welt. Nimmer kann ich wieder froh werden. Da tröstete ihn ein Engel und riet ihn, die Frauen und Jungfrauen des Frankenreiches aufzubieten. Da gingen Karls Boten in alle Länder, und es strömten die Jungfrauen zusammen, im Ganzen 53.066. An einem Ort, der Karlstal genannt wurde, bereiteten sie sich zur Schlacht. Die Wartleute der Heiden nahmen es Wunder, woher diese Menge Volks gekommen sein möchte. Herr, sprachen sie zu ihrem Könige, die Alten haben wir erschlagen, nun sind die Jungen hergekommen, um sie zu rächen. Sie haben lange Haare und einen schönen Gang. Es scheint ein vermessen Volk zu sein, gegen welches unser Fechten nicht taugen wird. Da erschrak der Heide, folgte dem Rat seiner Weisen, gab geschwind mit Karl Frieden und stellte Geiseln. So siegten die Mägde ohne Stich und Schlag. Ob das so richtig ist? Die Zahl klingt schon sehr, wie sage ich das jetzt? Sehr komisch. Also genau 53.066, das klingt so, als ob es wirklich so passiert ist. Auf der anderen Seite, wie zählt man sowas? Also erstmal 53.066, wie zählt man das? Also das befasst sich ja meistens alles immer nur auf Schätzungen. Aber das wäre mal eine interessante Frage. Was wäre eigentlich, wenn man ist im Krieg, also damals im Krieg, nicht wie heute mit modern, mit Maschinengewehren und was weiß ich, sondern tatsächlich mit Schwert und Schild und Speer im Krieg auf der Schlacht, und gegenüber stehen nur Frauen. Also Frauen haben ja in der Regel genießen eine größere Sympathie als Männer. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht deswegen, das wird wahrscheinlich hier so angerissen, dass man deswegen sagt, okay, also das machen wir nicht. Wir töten jetzt hier nicht 53.000 Frauen. Ob nun Christ oder Heide, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das durchzieht, ja, und dann eine Frau nach den anderen niederknüppelt. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele das sind. Chancenmäßig haben die keine Chance gehabt. Dann müssen wir uns nichts vormachen. Hast du da 50.000 Frauen und da 50.000 Männer, machen die Männer die Frauen platt im Krieg. Da müssen wir nicht lange diskutieren. Aber das durchzuziehen, es ist schon ein emotionaler Ritt. Dann gab es noch im Internet, im Weltnetz, habe ich noch gesehen, gibt es wohl eine kleine Frage, ob der Karl nun Franzose war oder Deutscher. Und da kann man wohl sagen, dass es weder noch. Denn das ist so lange her,
Aus den Franken wurden dann zwar irgendwann später dann zu Frankreich, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass Karl der Große ein Franzose war. Ne, liegt so lange zurück und ihr wisst ja, Europa war ja ständig im Krieg. Ne, also da ging ja ständig vom Osten kamen die einen, vom Süden kamen die anderen, von oben kamen welche und dann halt eben noch von links, ne, wobei von links nicht so sehr, aber von unten von Afrika kamen sie hochgeströmt, von der Mongolei damals kamen sie vom Osten angeströmt und von oben kamen sie von den Nordländern, also Schweden, ihr wisst schon, was ich meine. Von dort kamen sie. Und das hat sich alles in der Mitte, quasi da, wo wir heute Deutschland sind, da hat sich das alles gefestigt und immer wieder hin und her. Und nur die Besten haben überlebt. Und das sind wir heute. Ähm, gut, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Aber gut. Dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Video mochtet, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht, damit ich ein bisschen wie sagt man auf Englisch? Feedback, genau. Dass ich ein bisschen Feedback zurückkriege. Und ja, oder lasst einen Abonnent da, ne, wie ihr möchtet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bei Korrekt. Lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi.